voll nach Weed. Don't smoke and drive. Okay, ja, Erfahrung zum Pit-Limiter. Macht das Ganze Sinn oder nicht? Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die das machen werden, weil Menschen sind einfach von Natur aus dumm. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Was mache ich heute? Immer noch das Motorrad einfahren. Es gibt noch nicht so viele Kilometer, die auf dem Motorrad gefahren sind. Ich werde ein bisschen Toneinstellungen testen, Kameraeinstellungen testen und wollte ich aber zeigen, dass das Mikrofon jetzt hinten am Nummernschild befestigt ist. Und das meine ich mit Toneinstellungen testen. Ich habe das DJI Mic 2 hinten am Nummernschild befestigt und da die neue Panigale V2S ein Underseat, Doppel-Underseat-Auspuff hat, könnte es sein, dass sich der Ton dort ganz gut anhört. Ja, ich hoffe, dass das Mikrofon da hinten kleben bleibt und dass das Klebepad seinen Job macht. Stehen. Immer der Mikrofon-Check, wie in jedem Video, ob noch alles da ist. Ja, das sieht doch gut aus. Was sagt ihr denn bis jetzt zum Sound? Der ist jetzt eigentlich direkt auf Höhe des Auspuffs. Tasten muss ich noch zurechtkommen. Ich wollte eigentlich den Blick ausmachen und hab gehupt. Nur dass es keine Schleudersitztaste gibt, sonst wäre ich jetzt abgehoben. So. Das ist schon ganz schön am Rumschlackern da vorne, ne? Ich glaube, ich werde die Kamera mal ein bisschen kürzer einstellen. Beziehungsweise der Selfie-Stick ist ja hier mal mit Spiegel befestigt. Dann werde ich das mal ein bisschen kürzer machen. Das wackelt mir hier ein bisschen zu viel rum. Habt ihr das gehört? Der Motor ist leiser geworden, als ich von 1 in neutral gegangen bin. Sehr interessant. Ja, das war sehr interessant. Trust-Issues in den Kleber. Noch alles da. Sehr gut. Ich habe übrigens versucht, vorhin den Pit-Limiter anzumachen. Aber das ging nicht. Vielleicht muss ich dafür stehen bleiben. Vielleicht versuche ich das mal. Stehen bleiben. Neutralgang. Pit-Limiter gedrückt halten. Jetzt leuchtet im Display Pit.
Erster Gang. Schauen wir mal, ich glaube, ich muss im ersten Gang bleiben. Ich bin aber noch innerorts, jetzt kann ich noch mit 60 fahren. Deshalb macht er wahrscheinlich noch nichts. Ja, das macht er. Ach, krass. Okay, dann habe ich das auch verstanden, wie der Pitlimiter funktioniert. Und zwar hält man die Pitlimiter-Taste gedrückt, dann leuchtet Pit und im ersten Gang bei 60 eingestellt. Ja, der hält dann die Geschwindigkeit. Sehr geil. Glücklicherweise bei 6000 Drehungen und höher darf ich nicht drehen. Ich werde das jetzt mal einstellen. Ich werde jetzt mal im Menü den Pit-Limiter auf eine andere Geschwindigkeit einstellen. Stelle ich jetzt mal auf 50 km/h ein. Warten. Okay, eingestellt. Gehe ich aus dem Menü raus. Pit-Limiter-Taste gedrückt halten. Jetzt blinkt es. Ich mache den ersten Gang, jetzt blinkt es nicht mehr. Schulterblick, kommt kein Auto. Ja, geht nicht schneller als 50. Auch nicht, wenn ich das Gas voll aufdrehe. Alles klar. Dann im zweiten Gang, dann geht mehr. Also Pit-Limiter geht nur im ersten Gang, habe ich gelernt. Ich würde gerne mal die Kameraperspektive wechseln, um euch nochmal den Pit-Limiter aus der Display-Perspektive zu zeigen, weil das wird wahrscheinlich die eine oder andere Person von euch interessieren. Ich zeige euch jetzt erst noch mal kurz, wie man den Pit-Limiter generell in Einstellungen einstellt und dann wieder in der Praxis funktioniert. Ins Menü, dann gehen wir auf Einstellungen, Fahrzeug. Und da könnt ihr den Pit-Limiter einstellen auf die Geschwindigkeit, die ihr haben wollt. Ich habe jetzt 50 eingestellt. Und der funktioniert aber auch nur im Track-Modus. Deshalb in diesem Modus hier geht es nicht. Das heißt, wir gehen jetzt nach rechts in den Info-Mode, gehen auf My Ride, gehen auf Info-Mode, geben Track an und in der Track-Einstellung können wir den Pit-Limiter auch nutzen. Dann drücken wir hier Pit-Limiter, jetzt blinkt das Ganze im Display und da wir ja jetzt hier 50 fahren können und dürfen, zeige ich euch das Ganze jetzt nochmal. Kurz Handschuhe anziehen. Erster Gang. Schulterblick, dass niemand kommt. So, dann beschleunigen wir. Auch 50. Und das Motorrad pendelt sich ein. Mehr geht nicht. Ich kann das Gas jetzt aufdrehen, wie ich will im ersten Gang. Der Pit-Limiter wird nicht schneller zulassen. So. Weil ich im zweiten Gang bin, kann ich durchbeschleunigen. Ich weiß gar nicht, ob der Ruppert schon wusste, wie der Pit-Limiter in Action aussieht. Also Ruppert, falls du zuschaust, jetzt hast du es gesehen. So, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Hause. Oh, Alter, hier riecht's voll nach Weed. Also nicht, dass ich wüsste, wie das riecht, aber das, oh, don't smoke and drive. Okay, ja, Erfahrung zum Pit-Limiter. Macht das Ganze Sinn oder nicht? Ich würde sagen, auf der Rennstrecke ja, im Straßenverkehr nein, weil das Ding ist, du kannst den Pit-Limiter nur im ersten Gang benutzen. Ja, wenn du den Pit-Limiter einstellst, auf beispielsweise 50 km/h innerorts als Beispiel, dann kannst du theoretisch den Gashahn so aufdrehen, wie du willst im ersten Gang. Das Motorrad wird nicht schneller. Das Problem ist, wenn du dann in den zweiten Gang schaltest und du hast dein Gashahn immer noch voll aufgedreht
Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die das machen werden, weil Menschen sind einfach von Natur aus dumm. Auch nicht, wenn ich das Gas voll aufdrehe. Dann schießt du das Motorrad weg, das Vorrad steht ab und das ist einfach weg. Du machst das Motorrad kaputt. Ich glaube, dass das mit Vorsicht zu genießen ist. Ich glaube, der Pit-Limiter, das ist was, da muss man sich mit Vorsicht rantasten. Weil eben, wie gesagt, wenn du vom ersten in den zweiten Gang schaltest, dann ist der Pit-Limiter raus. Und wenn du aber den Gashahn voll aufgedreht hast, den zweiten Gang schaltest und denkst, ja, ich kann ja die Kupplung schnacken lassen, das war dann die letzte Fahrt mit dem Motorrad. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war das Video zum Pit-Limiter. Wenn ihr mehr wissen möchtet oder wenn ihr mehr Fragen habt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar einzeln und persönlich und ich freue mich über jeden konstruktiven, positiven Kommentar. Auch negative Kritik ist, wenn sie konstruktiv ist, berechtigt und in Ordnung. Lese ich mir gerne durch und hinterfrage ich kritisch. Wichtige Info, beleidigende Kommentare oder stumpfe Hass und Wut wird kommentarlos rausgelöscht, weil das hat auf diesem Kanal nichts zu tun, nichts zu suchen. Ich möchte, dass ihr was von diesem Kanal habt, dass ihr was lernen könnt und dass ihr euch traut, Kommentare zu schreiben, ein Teil der Community zu werden. Und ich habe da ein Auge drauf, wer hier was für ein Mist oder auch nicht Mist, also konstruktiven Mist, kommentiert. Deshalb bleibt freundlich miteinander, kommt gut zu Hause an, wenn ihr Motorrad fahrt. Fahrt vor allem sicher, kommt gut durch die Motorradsaison. Und wenn euch der Kanal gefällt, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr den Kanal abonniert und den mit euren Freunden teilt. In dem Sinne, danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten YouTube-Video.